Also dann nach Process, People, Technology. Da haben wir mit der Nummer 12 einen sehr langen Strahl und gleichzeitig aber auch, was ich ja sehr schön finde, dass die auch in diesem im Kernnukleus schon angekommen sind. Ja, Customer Data Plattform, das ist ein bisschen ein tückischer Begriff, weil wir haben einige Branchen, die nutzen diesen Begriff nicht, haben aber de facto eine Customer Data Plattform. Also eine Versicherung, wenn Sie die fragen, haben Sie eine Customer Data Plattform, würden die möglicherweise antworten, nein. Wenn Sie die gleiche Versicherung fragen, haben Sie Master Data Management oder andere Systeme, sagen, klar, haben wir auch schon ganz lange. Also wenn man sich das im Detail anschaut, sind dort die Systeme mal komplett, mal weniger komplett schon vorhanden. Allerdings jetzt der neue Begriff CDP ist dann leider Gottes oft noch rein begrenzt auf Marketing und Vertrieb. Da haben wir auch einen anderen Ansatz und auch eine andere Empfehlung, nämlich das Ganze End-zu-End zu betrachten. Ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Smart. Ich kann ja einen Automobilkunden nicht mit seinen ganzen Interaktions- und Transaktionsdaten in Marketing und Vertrieb nur abspeichern. Wenn er in den Service kommt, habe ich eine andere und eine neue Plattform, nämlich ein Dealer-Management-System. Wenn ich Glück habe, steht da noch der Name Harald Henn drin, aber ansonsten geht es da um Fahrzeugnummern und Identitätsnummern des Fahrzeugs. Das macht ja dann wenig Sinn, also End-zu-End-Betrachtung. Aber die Unternehmen haben fast alle erkannt, das ist die Grundlage für das Ausspielen von Kampagnen, aber auch für eingehende Anfragen. Also CDP ist ein ganz wichtiger, wie sagt man, Eckstein für alles, was ich tue. Ist, glaube ich, auch einer der stärkst wachsenden Teilbereiche innerhalb der Softwarelandschaft, was ich so wahrnehme. Ob das jetzt, wie gesagt, wie du sagst, ob das jetzt CDP genannt wird oder nicht, aber einfach diese Datenkonsolidierung ist doch jetzt langsam angekommen. Das sieht man ja auch bei euch in diesem Strahl, sage ich jetzt mal. Ich glaube, auf 16 müssen wir jetzt heute nicht eingehen. Was ich nochmal spannend finde, ist das Thema 15. Ich weiß nicht, das hat mich ehrlicherweise überrascht, dass das A schon so eine große Wichtigkeit bekommen hat, aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt ja natürlich auch nur mit ein paar, ich sage mal, eine Handvoll Projekten unterwegs und gleichzeitig kriegt man noch einiges mit, aber das fand ich schon sehr herausragend. Ja, das hat auch einen enormen Schub erlebt irgendwo. Also Pandemie war da nochmal ein Brandbeschleuniger irgendwo. Also wenn man sich vorher mit, ich sage mal, Stadtwerken unterhalten hat, ich nenne jetzt mal hier Stadtwerke Bad Kreuznach bei uns in der Nähe. Also das ist so ein mittelgroßes Stadtwerk irgendwo. Vor 3 Jahren hätten die mit Chatbots oder mit Conversation Automation wenig anfangen können. Und wenn Sie sich heute die Statistiken angucken, Durchdringungsgrad von Chatbots bei Stadtwerken stellen Sie fest, ja, ganz selbstverständlich. Für Zählerstandsmeldungen, für Umzugsmeldungen, für viele Dinge nutzen die das, weil das sind 2 Dinge passiert durch die Pandemie. Also der persönliche Kontakt ist zum Teil weggefallen. Also brauche ich andere Zugangswege. Und das andere, die Systeme sind auch von den Herstellern enorm weiterentwickelt worden mit einer größeren Akzeptanz, einer besseren Verständlichkeit, also nicht nach der 2. Frage, ich habe sie nicht verstanden, also die sind sehr viel besser geworden. Und insofern hat uns das jetzt nicht groß verwundert, dass das in Deutschland dann doch relativ schnell einen sehr breiten Zugang gefunden hat. Und vor allen Dingen, man muss ja sagen, dass da auch ein enormer Hebel drin liegt in der Automatisierung, gerade von Fragen, deren Antwort wir ja schon kennen. Wir haben uns ja eben noch so ein bisschen an der Value-Irritant-Matrix festgebissen. Ich glaube, dass das hier Conversational AI eine ganz große Lösung ist, aber auch immer noch ein Tick überschätzt wird in vielen Branchen. Deswegen, du siehst, das geht in der Vision los. Ja, das geht in der Vision los und da sind eben halt viele Unternehmen, denen irgendein Anbieter gesagt hat, so, ihr braucht jetzt einen Bot. Und dann kommt das eben halt schon dazu, dass du erstmal überhaupt dieses Tal der Tränen hast, zwischen ganz hohen Erwartungen und einer realistischen Anwendung. So, und jetzt muss das ja irgendwo auf dieses Plateau von Erkenntnis kommen, was du eigentlich mit dem Bot machen kannst und was du dann eben halt in irgendeiner Art und Weise dann entsprechend umsetzen kannst.
Naja, aber ich denke, wie gesagt, dass dieser Kern, Ihre Zahl 15 schon relativ weit Richtung Nukleus geht, fand ich jetzt toll. Und ich finde es, wie gesagt, auch deshalb klasse, weil letztendlich, vor vielen Jahren hieß es, wo man noch Chat, in der Einführung von Chats war, hieß es, ich kann 6 Live-Chats nebeneinander laufen lassen als Mitarbeiter und einen Call kann ich halt nur 1:1 machen. Insofern ist da damals schon sozusagen der Spread in die Effizienz gegangen. Und jetzt geht es ja nochmal sozusagen. Und dieses Thema FAQ, ihr habt es ja gesagt, ist eigentlich auch ein Thema, was uralt ist, aber damit kann ich das ganze 80-20-Regel, die meisten 80% haben die gleichen Fragen, also kann ich das ja auch effizienter gestalten. Also das ist schon eine coole Geschichte natürlich. Du hast natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, zur Individualisierung von diesen FAQ. Das kommt jetzt dazu, ja. Insofern, das F, dieses Frequently, das geht ja im Prinzip dahin, dass man früher gesagt hat, was ist die Standardantwort auf die häufigsten Fragen? Und jetzt kannst du eine persönliche Antwort auf die häufigsten Fragen bieten, beispielsweise in einem Kundencenter bei Amazon hast du eine super Möglichkeit, sowas darzustellen, erschlägt dir 95% der möglichen Calls. Und wenn du das weißt, was deine 7, 8 Fragen sind, dann hast du natürlich schon extrem gewonnen in der Strukturierung deines Kundenservices und der Interaktion. Und die Custom Experience ist ja auch cool, weil er merkt, er kriegt keine klassische Standardantwort, sondern er kriegt ja schon ein paar Merkmale rein, wo er sagt, oh, das passt zu mir, die wissen was ich da will und auch die Vorschläge sind eher zu mir passend. Das ist ja dann auch nochmal besonders. Das geht sehr individuell. Da sieht man bei Amazon, wenn man eine Frage zur Rücksendung hat und die man nicht beantwortet bekommt auf seiner Bestellliste irgendwo und nutzt dann den Chatbot. Der Chatbot ist so intelligent, dass er sagt, okay, ich kenne Harald Henn als Kunde, was sind seine 3 letzten Bestellungen? Dann spielt er mir diese 3 letzten Bestellungen in meinen Chat-Dialog und sagt, um welche der 3 letzten Bestellungen handelt es sich. Natürlich geht das System davon aus, die Rücksendung kann sich nur darauf beziehen. Und insofern wird der Dialog dann sehr individuell und persönlich und ist trotzdem hochautomatisiert. Also sehr schnell, hochautomatisiert und individuell. FAQ ist dann mehr so ein einseitiges Spiel, eine Frage, eine Antwort. Und wehe, lieber Kunde, du weichst davon ab. Und hier habe ich dann richtig gehende Dialoge. Und wenn ich dann sage, ja, das ist eines von den 3 letzten bestellten Dingen, dann kann er reingehen, kann gucken, wie sind hier die individuellen Rücksendeinformationen und Bedingungen. Also das ist dann eher schon ein Dialog. Deswegen finde ich auch diesen Begriff Conversational AI besser als die anderen Begriffe, die wir bisher hatten. Es geht um Dialoge und Konversationen und nicht um eine Frage, eine Antwort und dann ist Schluss. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ein Punkt, da gehe ich jetzt nicht nochmal auf die Grafik zurück, wollte ich nochmal ansprechen, bevor wir dann zum nächsten Punkt nochmal übergehen, das Thema Service Cloud. Da habt ihr auch ein paar Fakten gesammelt, auch ein relativ langer Punkt, aber auf der anderen Seite, Thema Service ist ja ein Differenzierungsfaktor. Wie ist da bei euch das Thema im CX-Radar? Was gibt es für Leuchtturmprojekte? Was sind da so die Highlights? Also Service Cloud ist auch bedingt durch viele Anbieter, die jetzt in den deutschen Markt hineindringen. Die gab es schon lange, aber die waren in Deutschland auch bisher nicht immer so vertreten. Da kommen eine ganze Menge von Anbietern jetzt auf den Markt mit Lösungen, die einfach zu nutzen sind vom Anwender, der im Service Desk sitzt und die hohe Funktionalität bieten. Also die bieten die Möglichkeit der Integration von unterschiedlichen Touchpoints, integriertes Wissensmanagement und. Das hat der ganzen Sache nochmal einen Schub gegeben. Also ich muss als Mitarbeiter dann nicht in x verschiedenen Systemen mir die Informationen zusammenklauben. Also wann ist das verschickt worden aus der Logistik und wie sind die Rücksendebedingungen aus dem Wissensmanagement, sondern integriert. Insofern hat das nochmal einen Schub gegeben. Und das ist dann auch für viele Unternehmen nochmal ein Punkt gewesen, dort auch nochmal, stärker Gas zu geben, weil Customer Service in Deutschland ist leider Gottes immer noch so ein bisschen auch Kosteneffizienz. Und das spielt das hier voll rein, wenn ein Mitarbeiter die Gesprächszeit wesentlich verkürzen kann, weil es keine langen Gesprächspausen gibt und ich die Information sofort habe, dann ist es effizient.
Witzigerweise ist es dann auch gleichzeitig für den Kunden gut, weil diese langen Gesprächszeiten, wo ich mir erst einen Kaffee holen muss, sind natürlich auch für den Kunden nicht besonders witzig, weil der Mitarbeiter das nicht findet. Also das hat schon nochmal einen Schub gegeben irgendwo.